Hey Leute, Outpost Cologne TV hier und heute gibt es die 12. Folge von Yu-Gi Aha, der Faktenserie zum Kartenspiel, was auch gleichzeitig die letzte Folge für dieses Jahr ist. Ich fange diesmal auf jeden Fall an mit ein paar kleineren Fakten, die ich sowieso schon mal irgendwann reinbringen wollte, aber nicht dazu gekommen bin, und wir gehen dann eben langsam zu den ziemlich coolen, krassen Fakten über. Also wünsche ich euch viel Spaß mit dieser letzten Folge für dieses Jahr und los geht's. Klären wir erstmal die ganzen Abkürzungen, die Yu-Gi-Oh! Verwendet, unter anderem eben TG, das heißt Tech Genos, dann eben UA für Ultra Athletes oder eben Ultra Athleten, DD für Different Dimension, also andere Dimension, und DDD für Different Dimension Demon. Nein, nicht der Demon, sondern eben Different Dimension Dämon. Ansonsten noch BES für Bacterian Empire Ship, das steht für bakterianisches Reichsschiff, und tatsächlich gibt es einen Dragon Ball Charakter, der Bakterian heißt, und ob der jetzt die Raumschiffe fliegt oder irgendwie in Verbindung mit diesen Raumschiffen steht, man weiß es nicht. Dann gibt es eben noch ZW, also Zexal Weapon, also Sexal-Waffe oder Seal Weapon. Was genau heißt das überhaupt? Seal oder Zexal, wie der Anime eben. Tatsächlich kommt es von dem englischen Wort Zeal, also Z-E-A-L, was eben Eifer bedeutet. Und das soll den Charakter von Yuma, dem Protagonisten, widerspiegeln. Und machen wir gleich mal weiter mit den Anime-Serien. Arc 5 zum Beispiel heißt einfach Kapitel 5 oder eben der 5. Anime, weil es eben tatsächlich der 5. Anime von Yu-Gi-Oh! Ist. Davor kam nämlich noch GX und 5Ds raus. GX steht für Generation Next, also die nächste Generation nach eben dem populären Yu-Gi-Oh! Original-Anime. Und das 5Ds steht, wie viele wahrscheinlich schon wissen, für die 5 Drachen oder die 5 Signer Dragons, die im Anime eben vorkommen und eben für die Auserwählten bestimmt sind. Jetzt geht's rüber zu den Kartenfakten. Fangen wir an mit dem Speedroid Pachinko Card. Diese Karte kommt nämlich in Shining Victories raus, dem übernächsten Booster, was wir kriegen, und stellt eben eine Karte, die wir schon kennen, komplett in den Schatten. Und das ist in dem Fall der Häcksler. Vielleicht kennen ihn einige von euch noch. Das Speedroid Monster hat nämlich tatsächlich einen viel besseren, flexibleren Effekt, mehr Angriff. Damit ist Häcksler komplett sinnlos. Also wirklich unspielbar. Wer Häcksler spielen wollte, sollte lieber diese Karte spielen. Und das ist eben so ein aktueller Fall, der mir jetzt gerade einfällt, wo eine Karte eben komplett irrelevant wird. Kennt ihr noch irgendwelche Karten, die im Laufe der Jahre eben komplett sinnlos wurden, weil eben andere Karten viel besser geprintet wurden? Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Weiter geht's mit Waboku, die hat am Anfang nämlich, als sie zum ersten Mal geprintet wurde, nur den Kampfschaden reguliert und nicht eben die Zerstörung von Monstern verhindert. Das ist jetzt natürlich anders. Außerdem heißt die Karte aus dem Japanischen richtig übersetzt Sendboten der Harmonie. Und warum das bei uns jetzt nicht mehr so heißt? Naja, vielleicht gab es einen Konflikt mit den Sendboten, die später rauskamen. Vielleicht hat Konami das schon früher geplant, dass die Karten rauskommen. Wer weiß, das ist eben nur eine Theorie. Die Fusionskarten von Klaue des Hermos haben alle eine Silhouette von den im Anime benutzten Fusionsmaterialien im Hintergrund der Karte. So ist zum Beispiel in Bogen der Göttin Queen's Knight als Silhouette zu sehen, und in Magischer Zeithammer ist der Zeitzauberer zu erkennen. Genauso der rotäugige schwarze Drache im Drachenschwert oder der Raketensoldat in der Hermos Raketenkanone. Ich glaube, das ist wenigen von euch am Anfang aufgefallen, und tatsächlich haben die Fusion alle Eigenschaften, die das originale Monster eben im Hintergrund hat, zum Beispiel eben Angriff, Attribut und Typ der Karte. Zurzeit existieren 16 verschiedene Karten, die nicht vom Designteam von Konami entwickelt worden sind. Davon haben 15 bei einem Designwettbewerb gewonnen und durften deswegen ihre Kartenidee realisieren. Und einer, und das ist die von Tyler, ist Tyler the Great Warrior, die durch die Make-A-Wish Foundation entstanden ist. Aber insgesamt haben eben die meisten ihre Kartenideen bei Wettbewerben eingereicht, und 15 davon, wie gesagt, haben gewonnen. Sehr kreative Ideen, wobei tatsächlich die exakte Zeichnung als Karte realisiert wurde. Als Beispiel hier Bachi Bachi Bachi, diese kleine Biene, sehr interessant. Oder eben die Karte von Dracheneis, was ich ziemlich krass finde, die Zeichnung. Oder selbst eben neue Karten oder Pendelkarten, wie die Künstlerkumpel Trumpfhexe, wie ihr hier sehen könnt. Ich bin echt gespannt, was die Fans noch in Zukunft zeichnen. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee, dass eben auch Fans eigene Yu-Gi-Oh! Karten gestalten können. Die ziemlich starke Karte Regiki heißt korrekt übersetzt Donnerschlag und ist eben eine der ersten Karten gewesen, die im Mai 2002 limitiert worden sind.
Außerdem gehört sie zu den ersten Karten, die zuerst verboten worden sind. In dem Fall im Oktober 2004. 10 Jahre später ist die Karte dann tatsächlich wieder limitiert gewesen. 2014 war es eben dann endlich soweit. Und jetzt ist sie eben die Karte, die am längsten auf der Liste verboten war. Mal sehen, welche Karte das in Zukunft noch toppt. Momentan gibt es gerade 8 wahre Kuri-Monster. Das heißt, das sind die Monster, die Kuri im Namen haben, 300 Angriff, 200 Verteidigung haben und eben Level 1 sind. Das heißt, Regenbogen-Kuriboh gehört nicht wirklich dazu. Die hätten dem einfach nur ein paar Angriff und Verteidigung mehr geben können und dann würde er zu der Kuri-Bande dazugehören. Jetzt ist es eben leider ein Außenseiter, aber apropos Kuri-Bande, im Anime gab es noch viel mehr Kuri-Karten. Also so rote, blaue, weiße Kuribos. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel Kuri für uns alle, deswegen gibt es das jetzt im TCG jedenfalls noch nicht. Tatsächlich sind bei den 8 Kuri-Monstern 2 dabei, die wir im TCG noch nicht haben, also können wir uns in Zukunft auf ein paar mehr Kuri-Karten freuen. Die Zefra-Karten haben wahrscheinlich viele von euch vergessen, weil das Themendeck nicht wirklich bei uns im TCG mitgemischt hat, aber tatsächlich sind die Zefra-Karten in der Referenz zu den Sephiroths, die im Hebräischen eben vorkommen. Das sind eben die 10 verschiedenen Attribute oder eben Ausstrahlungen in diesem Kabbalah. Und es gibt eben noch eine Referenz zu den Cliffords und zu den Infernoids. Denn auch bei den Infernoids gibt es eben 10 verschiedene Monster oder eben Level. Und dazu habe ich ja schon einen Fakt genannt. Und auch die Cliffords haben eben 10 verschiedene Monster, die sich eben zu jeweils einem Sephiroth zuordnen lassen. Die ganzen Farben und Zugehörigkeiten seht ihr auch in dieser Karte. Cliffords haben zum Beispiel eben verschiedene Farben in ihrer Karte drin. Die Infernoids haben verschiedene Farben in ihren Kernen drin. Und eben auch die Zephras haben verschiedene Attribute, die man eben im Artwork erkennen kann. Alles bindet sich eben in diesem Baum zusammen, der eben auch im Hebräischen vorkommt und eben ja diese Sephiroths nochmal widerspiegelt. Ziemlich krass eigentlich, woher Yu-Gi-Oh! Die ganzen Referenzen nimmt. Und das war's auch schon von der letzten Folge Yu-Gi-Oh! Für dieses Jahr und auch von der ersten Staffel. Ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause, weil jede Woche tatsächlich über 3 Monate eine Folge jeden Freitag rauskam. Das heißt, wir fangen wieder an Mitte Januar. Des Weiteren gibt es morgen noch ein richtig cooles Video auf dem Kanal. Müsst ihr auf jeden Fall einschalten, und zwar ein kleines Best-of OPTV 2015. Ich habe mich mal rangesetzt und die coolsten Videos und Momente zusammengeschnitten in ein 4-minütiges Video. Macht richtig Spaß zu gucken. Und am Ende gibt es noch ein cooles Extra, und zwar eben das neue Intro für 2016. Also nicht verpassen, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in diesem Video oder im Jahr 2016. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch schöne weitere Ferientage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, bis dann.